ist Dienstag. Wir müssen wieder ein Video hochladen. Wo ist der denn? Mann. Was machst denn du da? Putz mal Hände an mir ab. Warum? Weil die ölig sind. Was ist denn das? Das ist ja Wahnsinn. Du Vogel. So, jetzt erkläre ich mal, was so geht YouTube, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Was steht denn da? So geht YouTube. Warum ist unser Ton so leise, weil unser Gerät so laut ist? Ich habe das letztens nachgeschaut, also da kann ich nichts dazu, nur zur Erklärung, weil das irgendjemand geschrieben hat, so Fritz. Wir sind immer so laut, aber dieses Gespann übertönt uns. Ja, wir haben schon wieder Dienstag, ne? Und habt ihr gemerkt, der Johannes ist da, also wir haben das große Kamerakind neben uns. Ich begrüße euch ganz herzlich bei Süde Sports. Ich bin der Manuel Schad, da ist der Elmo. Wir haben gesagt, wir machen ein Update vom Gespann. Heute war TÜV. Richtig. Und der hat uns keinen Stempel gegeben. Warum nicht? Ja, guck mal dahinter. Jetzt haben wir alles gegeben, ne? Ja. Der Ölkühler ist dran. Wir haben eine neue Ölkühle hingebaut. Was haben wir noch? Wir haben die Sitzbank Gemacht. Wir können uns mal Ja. richtig setzen. Wir haben schon gedacht, der ist irgendwie verschollen. Super. Wir haben sogar noch einen Bremsadapter für vorne gemacht, weil den haben wir bei der ersten Ausfahrt verbogen. Passiert auch. Und jetzt sagt er, das Profil ist unzureichend. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist wie neu. Das ist wie neu. Das ist wie neu. Ich kann das gar nicht Der verstehen. Reifen war neu. Der Reifen war neu, ja. Aber das Profil langt anscheinend nicht. Ja. Okay, dann müssen wir das jetzt einfach verschieben, ne? 14 Tage. Der Prüfer hat den Auftrag gekriegt, dass er einen Helm mitbringen soll. Und dann gucken wir mal. Er hat schon gesagt, er hat das Video angeschaut und der Kelch wird wohl an ihm nicht drüber gehen. Da ist unser Bremsanker für vorne. Wir dachten, dass wir das gut gemacht haben. Da war ein Lager drin. Die Lagerbüchse nehmen wir für den neuen. Und der hat sich echt, man sieht es hier in der Flucht, nach außen verbogen. Voll hart. Ja, das war aber auf der Straße, im Gelände wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Was haben wir noch? Ja, genau, und das Federbein ist vorne ausgebaut. Da kriege ich mal vom Christian Meyer noch eine weichere Feder. Weil hinten brauche ich es, wenn ich mich mit draufstelle. Der Elmar ist auch nicht der leichteste, ne? Ihr bestätigt es ja, ne? Ja, das würde ich auch bestätigen. Hallo, ein Zentner 49 habe ich. Also Aber bitte. vorne muss unbedingt Weicher. eine weichere Feder. Ist aber echt schwer zu finden, so die Gespannfahrer kriegen das nicht mehr. Und bei der TÜV heute da war, haben wir es auch vermessen, also mit 50 Meter Maßband kommen wir Baumer rum. Ja, so viel zum Gespann. Ja, was hast denn du eigentlich in Italien gemacht? Ich wollte ja eigentlich einen Tank mitnehmen. Ich wollte dich ja anrufen und habe dich nicht erreicht. Vielleicht wegen dem Netz, vielleicht hatte ich die falsche Nummer. Aber ich wollte den Tank mitnehmen, weil ich bin ja... schon 0049 oder so. Für Ach, das kann sein. Tank, gut, dann schiebt man das Ding mal ein Stück vor. Weil ich hatte noch 3 Zentimeter Platz im Rucksack. Und da hätte ich noch so einen Tank mitnehmen können eigentlich. Den hättest du eigentlich, der hätte auch reingepasst. Das hätte man ja Wir haben kombiniert. da ein neues Update von der kombiniert. Thermes. Das ist ja cool. Ja, beim Verschicken war es zu warm. Aber it fits. Das schaut ja geil aus. It fits Premium. Das ist angepasst an die Spritpreise, oder? Ja, das ist nichts mehr so teuer beim Tanken. Ich mache mal die Sitzbank runter. Das ist ein Klaus, sein Motorrad. Ich weiß nicht, ob der Klaus die Videos anschaut. Der wollte mich mit Birkenstock-Sandalen versorgen. Bin mal gespannt. Ich bin dafür, dass wir Schrauben gegen Birkenstocks machen. Wir schrauben, er liefert Birkenstock. Je mehr Birkenstock, desto mehr Schraubenträger an seinem Motorrad. Wäre doch mal was, oder? Wo du unter Druck setzt. Also ich löse mal 2 Schrauben und dann gucken wir mal. Joachim. Ah, Joachim! Grüße, danke für die neue Kappe, ne? Mega. Weil. Retro-Style, die sind 30 Jahre alt, hat er gesagt, als er es uns gegeben hat. 30 Jahre, passend zum Gespann, hat er extra aufgehoben, bis immer jemand ein pinkes Gespann baut. Und wir waren halt die Ersten. Und die alle soll die wegschmeißen.
Die Kappe meine ich natürlich. Das guckt die sich fahren, ne? Da kriegst du voll auf die Mütze. Also die nächsten 14 Tage, wenn der Die schmutzige Kappe so im nicht Video ist, dann wisst ihr, der ist da einfach gewaltigt worden. Ne? Manche Schaut mögen mal dann das. auf. Da oben, hinter dir. Hast du schon Ach so. gesehen? Ah, Kurz. das ist ja voll geil. Ja, du, wenn du mal 3 Wochen weg bist, tut sich da einiges, ne? Das ist alles. Ey, was ist denn da noch? So, Jungs, was Freudiges. Bin gespannt, wollten wir euch nur ablenken. Also, der Lorenzo hat sich da für mich, ich will keinen Kratzer machen, für mich abgetan. Ist extra von Milano nach Bergamo gefahren, hat mir einen Tank hergeschickt, damit ich den ersten Prototyp in der Hand halten kann. Als Service ist schon cool, aber die haben es halt echt nicht geschafft, den Anbaukit mitzuliefern. Den haben sie vergessen, den schicken sie gerade mit Express hinterher. Heute brandneu. Der ist noch warm vom Backen. Der riecht auch noch nach Backofen. Und wir könnten jetzt eine SWT hinstellen. Wir haben da noch einige rumstehen, die nicht fertig werden. Also die Kunden hinter der Kamera, die auf ihren Moritz warten. Wir spielen nicht rum, es ist ja jetzt spät. Ne? Wir sind ja live und ich habe echt den ganzen Tag gearbeitet. Das mit der SWT wäre zu einfach. Das könnte ich ja einfach vorbereiten. Der Franco Azabes hat mich darauf hingewiesen, dass so ein Tank nicht das ewige Leben hat. Das heißt, das ist Kunststoff und auch Kunststoff mit Kraftstoff zusammen geht irgendwann kaputt. Dann hat er gesagt, okay, wenn du einen Tank baust, dann musst du es richtig machen. Da habe ich gedacht, eigentlich mache ich es richtig. Dann hat er gesagt, richtig machen heißt, du musst deinen Absatzmarkt anschauen. Wie viele SWTs hast du? Wir sind jetzt beim Rahmen 172, der ist jetzt gestern geholt worden. Wie viel HPN gibt es? Keine Ahnung, irgendwie 1000. Und wer braucht alles einen Tank? Dann habe ich gerne die Zweiventilfahrer. Dann sagt er, denk an die HPN-Fahrer. Deshalb haben wir geschaut, dass unser Tank auf unsere Motorräder passt, was für uns einfach ist. Wir können ja noch modellieren. Und dass er auch auf ein HPN-Motorrad passt. Die Nummer veröffentlichen wir nicht. Das ist eine echte HPN. Sowas habe ich normal nicht da stehen, aber ich muss halt die Arbeit fortführen. Da unten scheint zu viel zu tun sein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den... Schau mal, sieht man das SWT da drin? Boah, ich muss umdrehen. Das haben sie falsch rum reingemacht. Nee, du hast ihn falsch umgehalten. Komm, mach mal Katze an. Ja, man sieht's, da ist es. Man sieht's nur auf der Kamera leicht. In echt sieht man es gut. Da sieht man es auch gut. Da ist es. Ich hätte es mit dem Edding nachmalen können. So, jetzt schauen wir mal. Oh ja, du hast eine. Ich bin ganz aufgeregt. Wow. So, gucken wir mal. Das schaut ja geil aus. Ich bin gespannt. Oh, hast du gewollt? Ja, das haben wir Glück gehabt, ne? Die haben lange Löcher gemacht. Voll gut. Ja, ich will mich da mal draufsetzen. In meinem Kopf laufen gerade schon die Designs über den Tank. Ja. Was man da alles mitmachen kann. Ich sehe schon Penthouse und Playboy. Ja, das ist das Standard. Das ist das Standard. Penthouse, Playboy, Marlboro, Rot-Weiß. So wie nebendran. Wahrscheinlich, also hier könnte hier eine Werbung stehen, da könnte auch Birkenstock stehen, ne? Wäre mal nicht schlecht, ne? Ey, das wäre cool. Ich habe jetzt das Enduro-Profil schon wieder nachgeschnitten, ne? Ja, die haben jetzt Supermoto ausgeliefert. Achso, das ist die ohne Luft. So. Alter, und ich bin riesig und der passt. Schaut euch das an. Perfekt. So geil, ey. Perfekt. Muss ich Tantieme zahlen? Ich sag, born to be wild. Ich sehe dich schon durch die Prärie ballern Ja. damit so. So Geil. geil. Ja, ist richtig geil. Der passt toll. Was sagen die Zuschauer dazu? Gibt es da schon jemanden, der was schreibt? Nee, das hat alle in online. Doch, doch, die schreiben schon. Ja? Diese Stelle von der SWW. Oder glaube ich, das Ding von unten. Das läuft von da oben oder das SWT? Ah, nee! Guck hin, ich spiegel von da oben. Ja. Das S ist das Service. Oder? Nee, das ist überwunder SWW. Keine Ahnung. Manuel gleich die Buchse wechseln.
holst du das SVT her? Ja, ein bisschen spiegelt sich da unten, ja. Welche Lampe ist denn das? Die denken doch nicht saufen, oder? Ey, wir sind live, ne? Da kann ich jetzt keinen Scheiß machen. Ja, da das, steht du SVT musst. vorne dran. Ich verstehe gar nicht, wo das herkommt. Irgendwo spiegelt sich das im Tank. Also das ist mal mega geil. Aber dass das nicht genug ist, ich weiß nicht, ich muss immer aufpassen mit Namen. Da ist jemand reinstolziert bei mir und hat sich ganz geil mit mir unterhalten. Und hat mir mitgeteilt, dass er für Design zuständig ist. Für so einen Propellerhersteller. Ne? Und der hat eine total geile Lichtmaske drauf gehabt, die hätte mir schon fast gefallen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das gemacht hat. Und dann hat er gesagt, er kann das selber und das ist sein Aufgabengebiet und er verdient damit sein Geld. Und glücklicherweise hat er innerhalb von 2 Wochen ein Design für die passende Lichtmaske gemacht. Leider kann man das nicht immer so absprechen. Also der Tank, das war schon geil, dass der heute angekommen ist und dass wir den euch zeigen können. Und wenn wir ganz viel Glück haben, können wir euch die nächste Woche noch eine geile Lichtmaske vorstellen. Guckt euch mal Bilder von Barista K84 an und die gibt es dann bald, wenn wir Glück haben. Das ist nur so zum Vorausschauen. Holt euch Taschentücher, schaut euch das Video nochmal an. Ne? Also irgendwo im stillen Eck, dass die Frau nicht schimpft, ne? Sonst gibt es Ärger. Ne? Wie heißt das eigentlich, wenn man auf Dinge steht? Gibt es so ein Wort dafür? Weiß das jemand? Schreibt es unten drunter. Ja, irgendwie gibt es da ein Wort, ne? Wenn man auf Dinge steht. Ne? Also, Ich glaube, da steht gerade einer drauf. Oder 5. das ist Das schaut echt gut aus. Das sind jetzt 67.000 Euro später, kann ich euch sagen. Irre. Irre. Und das sieht einfach geil aus. Und wegen dieser Ecke da habe ich mich fast mit denen in die Haare gekriegt. Weil Der die Abschluss. unbedingt rausschneiden wollten. Ja, die wollten, dass so eine Ecke neu bastelt. Das ist so geil, Mann. Objektophil heißt es anscheinend. Hat das jemand geschrieben? Objektophil. Ihr seid klasse. Also, so, wie viele Minuten haben wir? Wir haben schon viel zu lange. Ich muss 12 das abends Minuten. essen. Ich muss das Noch alles eine übersetzen. Endfrage aus dem Chat. Ja. Lackierbar? Ja, lackierbar, paintable. Paintable und hier hat Azerbis gesagt, lass mal ein wenig Platz, weil sich die HPN-Tanks über die Jahre gedehnt haben und dann auch manche Aufnahmen verschoben sind und manche Sitzbanken gepasst haben und einfach, um den Leuten ein bisschen Platz zu geben beim Basteln, haben wir hier ein Langloch reingebastelt. Das war das letzte Update dann. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel das kostet. Und was noch interessant ist, weil du gerade so mit der Kamera rumschwenkst, stell dich mal wieder oben drauf. Klaus, das ist doch unerlaubt, oder? Der Lenkanschlag bei HPN ist immer ein bisschen eng und da haben wir richtig nochmal nachgearbeitet an den Seiten. Also da kann man noch einiges mehr machen. Also da kannst du richtig was Da ist rausbauen. noch eine Handluft. Ne? Ja. Den Lenkanschlag kann man dann komplett ausbauen und kann die, also das ist halt einfach geil, aber es ist viel einfacher, was zu verbessern, als was neu zu erfinden. Und das ist der Trick an der Sache. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Bleibt am Ball. Abonniert uns in Facebook, Instagram, TikTok und wo auch sonst. Macht die Glocke an. Ich finde es... Ab wann? Ab wann? Weiß ich nicht. Ganz schwierig. Es gibt 2 Tanks jetzt. Ich wollte eigentlich die Bestellung online stellen. Heute ist eine Mail gekommen, dass die Produktionsdauer etwas länger wieder wird. Also das letzte Mal waren es 5 Wochen, jetzt können es 8 Wochen werden. Ich kläre das ab. Finanziell wären Vorbestellungen total geil. Deswegen möchte ich dann jetzt auch, dass der Johannes sich mal Zeit nimmt, den abfotografiert. Mir vielleicht ein 360-Grad-Video noch machen. In den Shop reinstellen und euch die Möglichkeit geben, das zu bestellen oder bestellen zu können. Die erste Charge sind 50 Tanks. Mehr traue ich mich jetzt gerade nicht. Ich werde die Produktion jetzt, nachdem es passt und ich zufrieden bin, anleiern und werde aber zeitgleich dann auch die Bestellung freischalten und die Produktionszeit dann auch hinzufügen. Also ich kann halt auch nur das, was Azerbis an mich weitergibt. Beim Tank dabei, im Lieferumfang, ist dann auch ein Tankdeckel
und die Anbaugummis und 2 Benzinhähne. Also ist dann alles mit dabei. Diese Löcher haben wir frecherweise von den Jungs, die den Tank vorher, also die den anderen Wüstentank hergestellt haben, übernommen, damit man auch die gleiche Tasche alles fahren kann. So viel dazu und jetzt schalten wir ab. Ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann, euer Manuel von SWD Sports.